Wie stellt man eigentlich eine Handmühle für Espresso ein? Das zeigen wir euch in diesem Video. Auch mit einer Handmühle kann man den Kaffee mahlen. Für Espresso absolut. Wir haben ja einen langen Testvergleich gemacht mit, ich glaube, 14 verschiedenen Handmühlen, Michel, die wir verglichen haben, und wir haben geschaut, welche eignet sich überhaupt zum Mahlen für Espresso, welche mahlt fein genug und welche lässt sich im feinen Bereich auch noch präzise genug einstellen. Damals hatten wir 3 Testsieger, unter anderem die Time & More, erinnerst du dich? Ja. Mittlerweile können wir sagen, wir haben die Time & More mittlerweile auch ins Sortiment genommen, weil wir sie echt eine coole Mühle finden. Und wir wollen euch jetzt anhand dieser Mühle zeigen, wie man sie einstellt, aber wie man auch grundsätzlich eigentlich übertragen auf jede andere Mühle, auf jede andere Handmühle, wie man die einstellen kann, um damit guten Espresso zu machen. Michel, weißt du eigentlich, was mir am allerbesten bei Handmühlen gefällt? Sie brauchen keinen Strom. Ja, das ist schon auch gut. Aber ist dir aufgefallen, dass Handmühlen quasi null Retention haben? Ja. Also der Totraum ist einfach crazy, ne? Weil, also du hast ja überhaupt bei allen Mühlen, finde ich, oder erlebe ich, wo der Kaffee oben reingeht und gerade runterkommt, deutlich weniger Totraum, als bei Mühlen, die irgendwie um 3 Ecken gehen. Wo noch Flapper und weiß der Kuckuck was. Ja, ist doch so. Das ist so. Und hier bei den Handmühlen, das ist ja der Prototyp von gerade nach unten. Und wenn man sich da anschaut, was da zurückbleibt, das ist besser als viele elektrische Espressomühlen, was den Totraum angeht. Totraum ist das, was nach der Mühle, nach der Mahlung eigentlich zurückbleibt und eben nicht im Espresso mit drin ist, sondern irgendwo in den Zwischenräumen hängt, und da gibt es einen Anteil, der sich jedes Mal austauscht, und da gibt es einen Teil, der bleibt einfach da kleben. Aber wir wollen nicht weiter über Handmühlen sprechen. Man kann sich jetzt natürlich streiten, ob man für jeden Espresso Bock hat, irgendwie immer zu mahlen. Trainieren ist gut, aber ich fand's jetzt, wir haben ja jetzt ein paar Extraktionen gemacht. Ich fand's echt so. Ja. Du hast aber wirklich unterschiedliche Mühlen. Manche sind super schnell, und andere sind nicht so schnell. Aber eigentlich gehen wir jetzt an die Maschine und mahlen mal den Espresso. Und doch, es gibt einen entscheidenden Unterschied bei Handmühlen, was das Einstellen des Espressos angeht, nämlich die Mahlkaffeemenge. Oder nein, nicht die Mahlkaffeemenge, sondern die Menge Kaffee, die du auswählst, die du oben reingehst. Was ist der Unterschied? Wir nehmen grundsätzlich bei Handmühlen, jetzt haben wir hier ein IMS-Sieb drin, also so 18,5, normalerweise bei Siebträgern, was wir dosieren, nehmen wir so ein halbes Gramm bis ein Gramm weniger. Weil dann kann ich die Mühle einstellen, und wenn ich zum Beispiel bei dem, ich sage jetzt mal bei Klick 10, je nach Handmühle, bin ich zwar relativ gut, fein genug, aber bei Klick 11 bin ich dann schon zu fein, dann nehme ich einfach ein halbes Gramm mehr oder ein Viertelgramm mehr und erzeuge so mehr Widerstand über die Dosierung. Da halt immer der Fokus, lieber ein halbes Gramm zu wenig als zu viel im Sieb. Genau, und da sind wir wirklich schon mittendrin. Fast alle Handmühlen haben Stufen, und die Stufen sind zum Teil nicht präzise genug, also nicht kleinstufig genug, sondern die sind ein bisschen zu grob. Sprich, wir peilen von mir aus an 28 Sekunden Extraktionszeit, und Stufe 7 liefert euch 35 Sekunden, und Stufe 8 liefert euch 26 Sekunden, und die 27 oder 28 kriegt ihr eben nicht hin. So, und normalerweise mit einer Mühle, die keine Stufen hat, könnte man jetzt so ganz fein, noch feiner gehen, und wenn das eben nicht möglich ist, geht das natürlich auch. Man kann das dann erreichen über die Kaffeemenge. Es verändert auch ein bisschen die Extraktion, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Aber das ist eine Möglichkeit, deswegen empfehlen wir euch nicht, die Kaffeemenge auszureizen. Jetzt hast du schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich Klicks. Und damit fangen wir ganz am Anfang an. Alle Handmühlen haben, alle stufenbasierenden Handmühlen, da hört man beim Verstellen Klicks. Man hört es jetzt hier ganz gut. So. Und ganz grundsätzlich, wenn wir sagen jetzt 8 Klicks oder 13 Klicks oder 24 Klicks, das allererste, was die Ausgangsposition ist, das ist die Position 0. Wir gehen also auf 0. Ihr macht die Mühle mal ganz zu und guckt dann, wie weit müsst ihr aufgehen, um beim entsprechenden Mahlgrad anzukommen. Also ich bin jetzt hier auf 0 bei der Kommandante. Du bist auch auf 0. Und dann öffnen wir und hören dabei gut hin. Und mit jeder Öffnung werden wir ein bisschen gröber, weil jetzt die Mahlscheiben auseinandergehen. Und genau wie bei der elektrischen Espressomühle suchen wir jetzt den Mahlgrad, mit dem wir den Espresso brühen können. Und
Dieses Video ist ja gedacht für alle, die auch jetzt vielleicht ein bisschen neuer sind, die in diesem Bereich, die das kennenlernen wollen mit dem Einstellen der Mühle. Deswegen gehen wir noch mal kurz ein, was ist so die Grundjustierung, auf die wir ziehen beim Espresso, und später, wenn wir dann brühen, können wir vielleicht noch die Feinjustierung genauer besprechen. Aber Michel, auf was ziehen wir jetzt? Wir möchten ein sogenanntes Getränkeverhältnis erreichen. Ein Getränkeverhältnis regelt uns die Textur, das heißt, was habt ihr, natürlich kaffeeabhängig, aber was habt ihr nachher für ein Mundgefühl, wie diese sirupartige Textur oder sirupähnliche Textur, die ein Espresso haben sollte, das regeln wir mit dem Getränkeverhältnis. Und da haben wir ja gesagt, wir nehmen jetzt rund 18 Gramm mit der Handmühle und wollen ein Getränkeverhältnis, beim Abpass sind wir so irgendwas zwischen 2 und 2,5, das heißt 1:2 oder 1:2,5. Was bedeutet das? Ich nehme 18 Gramm wir sprechen immer von in und out, 18 Gramm im Siebträger, im Sieb werden verwendet und ich extrahiere das 2- bis 2,5-fache in die Tasse. Jetzt beim Abpass spezifisch würde ich euch immer so empfehlen, ich bin da irgendwo so in der Mitte davon. Das ist der Kaffee, den wir verwenden. Das ist der Kaffee, den wir verwenden. Ich bin da immer so bei 18 in, 40 out, also das heißt nicht ganz 1:2,5, das wären ja dann 45, aber auch nicht ganz 1:2, das wären dann 36, sondern irgendwo in der Mitte. Und das in einer bestimmten Extraktionszeit. Und das ist ein bisschen unterschiedlich je Kaffee. Ja, absolut. Und das gilt es eben herauszufinden. Überhaupt nicht alle Kaffees funktionieren ganz gleich mit dem gleichen Getränkeverhältnis, sondern deswegen ist es so eine Range und manchmal ist es mehr das oder manchmal ist es mehr das. Ich will noch einen Satz zu so einem Thema Getränkeverhältnis sagen. Das ist deshalb so wichtig, weil wenn ihr dann diesen Kaffee oder wenn ihr dieses Getränk dann trinkt, dann habt ihr in dem Moment, wo ihr das Getränk trinkt, das Erlebnis, das ist ein Espresso. Weil es eben eine bestimmte Konzentration von gelösten Teilchen von Kaffee hat, eine bestimmte Stärke, die wir gewohnheitsmäßig als Espresso erleben. Außer wir haben super viel Kapselkaffee getrunken und deswegen erwarten wir oder kennen wir weniger konzentrierte Getränke. Aber in der Regel, das, was dann rauskommt, wenn ihr so brüht, ist ein klassischer, ein starker, ein dickflüssiger, viskoser Espresso, so wie du es gesagt hast. Deshalb diese Zielrange. Und dann zielen wir auf eine bestimmte Extraktionszeit mal so als Grundraster. Genau, also wir fangen mal so, ich gebe immer so einen Tipp, fangt einfach mal pauschal bei 25 an. Außer der Kaffee ist sehr hell geröstet, also eher so Single Origins, eher fruchtig betontere Kaffees. Da fange ich so eher an bei 8,29. Die benötigen oftmals eine etwas längere Extraktionszeit. Aber pauschal mit 25 ist man nicht schlecht. Und 25 ab Knopfdruck oder ab Hebelbewegung, aber einfach in dem Moment, wo Kaffee aus eurem Brühsieb rauskommt und nicht aus eurem Siebträger. Also da, wo Wasser mit Kaffee, nicht Kaffee aus dem Brühsieb rauskommt, sondern Wasser aus dem Brühsieb rauskommt, da, wo Wasser in Verbindung mit Kaffee steht, ab dem Moment startet die Extraktionszeit. Und jetzt kann ich steuern über die Extraktionszeit, wie ist mein Kaffee nachher sensorisch aufgebaut. Oftmals, das sind jetzt Pauschalisierungen, aber je länger wir extrahieren, also alles bei 30 Sekunden und mehr, ist eher bitter fokussiert, je nach Kaffee natürlich. Je kürzer wir extrahieren, 22 Sekunden, 20 Sekunden, 18 Sekunden vielleicht sogar, sind wir eher säurefokussiert oder reduzieren die Bitterkeit, je nachdem, was man erreichen möchte. Genau, und jetzt ist die Frage natürlich, wo fangen wir an, wenn ihr jetzt vor eurer Handmühle steht, was ist so der Grundmahlgrad, den wir so als erstes einstellen? Wo fange ich überhaupt an? Weil bei 0 fange ich ja jetzt nicht an. Nein, das wäre ja ein bisschen fein. Grundsätzlich ist natürlich jede Handmühle für sich aufgebaut. Das heißt, wir haben da verschiedene Klicks, wie viel das jetzt braucht für Espresso. Und jetzt können wir euch eine Zahl nennen, aber wir wissen ja gar nicht, was ihr für eine Mühle zu Hause habt. Das ist das Gleiche, wie wenn ihr eine elektrische Mühle habt. Egal, ob das jetzt eine Eureka ist oder eine Rocket oder eine ECM oder von welchem Hersteller auch immer. Ich kann euch oder wir können euch nicht sagen, Mahlgrad 2 funktioniert, weil das immer unterschiedlich ist. Zumindest leicht unterschiedlich. Zumindest leicht unterschiedlich. Wobei hier bei der Handmühle ist es lustigerweise präziser als bei den elektrischen Mühlen. Schon wieder ein Argument. 2:0 für die Handmühle an dieser Stelle. Wir starten heute auch nicht die Diskussion Thermoblockboiler. Machen wir nicht. Wie fühlt sich das denn an, Michel? Kann man davon ausgehen? Ich habe einen Referenzwert eigentlich bei jeder Mühle, selbst bei den Gastromühlen. Ja. In dem Moment, wo ich sehe, dass sich der Kaffee, der gemahlen ist, leicht anfängt zu Klümpchenbildung, also das heißt, es sieht nicht aus wie einfach nur
gemahlen, geschrotet schon gar nicht. Also wenn es aussieht wie Maisgrieß, sind wir definitiv eher im Filterbereich als im Espresso-Bereich. Aber wenn es anfängt, dass so die Kaffeepartikel ein bisschen aneinander kleben bleiben, und es gibt so kleine Klümpchen, funktioniert bei vielen Home-Mühlen, also ob jetzt Sage, DeLonghi-Mühle, ob Eureka, das spielt gar keine Rolle. Gastronomisch gibt es ganz, ganz viele mittlerweile, die so gut sind, dass du es fast nicht mehr siehst. Bei den Handmühlen funktioniert es meiner Meinung nach aus. Du siehst, ja, du siehst es aber daher nicht, weil es ja zu ist. Du siehst, wie es zu ist, aber du kannst es ja testen. Wenn du es dann aufmachst, dann siehst du es. Und dann, wie fühlt es sich an? Wie fein ist es? Also nochmal, wenn es anfängt zu klumpen, das wäre aber jetzt gemeint von grob Richtung fein runtergestellt. Ja. Weil wenn du von fein hoch gehst, von zu, ja, dann hast du ja nur Klumpen. Ja, und dann hast du auch so ein... Dann bleiben so dicke Strukturen zusammenhängen. Ja. Also da müsste man fast sagen, wenn die dicken Strukturen fast klein werden und die Klümpchen sich fast auflösen. Ja. So. Ja. Und wie fühlt es sich an? Ich finde immer, es ist so eine Mischung, weil wir haben ja eine Partikelverteilung. Für mich ist es eine Mischung zwischen Mehl, aber nicht nur Mehl, und irgendwas leicht gröberem, Grießartigen, wobei Grieß schon wieder ein bisschen zu groß. Also ich spüre gröbere Partikel und ich spüre feinere Partikel. Wobei man ganz wichtig dazu sagen muss, unsere Finger sind nicht dafür gedacht, so präzise diese Größe an Partikel zu spüren. Wir sind da nicht sensibel genug. Wir können das auf der Zunge machen, nur es ist keiner gemahlenen Kaffee. Darum, das ist ein Referenzwert. Einfach so kann ich starten. Dann aber gute Nachricht, man kann das üben, man sieht das mit der Zeit ganz gut. Also ich bin immer wieder erstaunt, du guckst dann da nach den Klümpchen und dann oft sitzt der erste Espresso schon dann trotzdem in so einer 20er bis 30er Range. Das ist ein bisschen eine Übungssache. Jetzt mal um die zwei Mühlen hier einfach zu nehmen, Referenz da, du hast die auch zu Hause, oder? Ja. Ja. Espresso fängt da in welchem Bereich an? Es kommt extrem auf den Kaffee an, sie ist relativ präzise, also das sind kleine Klicks, auch bei der Time. Du hast aber nicht die Red Click, sondern du hast das Standard-Click-Wert. Ich habe doch auch das Klick, ich habe da die Standardmühle drin. Und da bin ich auch so, ich starte mal so bei 6, 7, je nach Kaffee auch mal kurz 5, irgendwo so in dem Range. Also genau, und hier startet ihr irgendwo bei 8. Ja. Wobei, das machen wir jetzt eben konkret. Also wir ziehen jetzt einen Espresso, nehmen mal die Time and More, fangen vielleicht mal bei 7 an, gucken mal, was rauskommt. Neben diese 18 Gramm, um das vielleicht noch ganz kurz zu sagen, Michel hat immer über den doppelten Espresso gesprochen. Also 18 Gramm in und 40 Gramm out bedeutet 20 Gramm in jede Tasse. Das machen wir so, weil eigentlich sind all diese Maschinen dafür ausgelegt, doppelte Bezüge zu machen. Dann schmecken die Kaffee einfach viel besser, die Extraktion ist regelmäßiger. Haben wir in vielen Videos besprochen, machen wir jetzt hier nicht ausführlich, sondern wir machen mal einen Espresso und zwar mit 7 Klicks auf der Time and More, 18 Gramm in und wir schauen mal, wie lange es dauert, bis die 40 Gramm out sind. Und dafür verwenden wir eine Waage und wie das geht, zeigst du uns jetzt. So, ich nehme die Mühle, mache sie auf Position 0, bis es nicht mehr geht und mache dann die Klicks bis zu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nehme mir meine 18 Gramm. Da würde ich euch immer empfehlen, seid da so präzise wie möglich. 18 Gramm sind am Schluss 18 Gramm und es bleibt in der Mühle, wie Benjamin schon gesagt hat, sehr wenig bis gar nichts hängen, also Maximum 0,1. So. Ja, 18 Gramm wieder drin. Alles wunderbar. Ich lockere den Kaffee ein bisschen auf. In die Mitte, einmal drehen und dann rundherum schön verteilen. Das ist schon mal, wenn ich das wegnehme, etwas verteilt ist. So, jetzt habe ich den Kaffee vorbereitet im Siebträger. Jetzt natürlich darauf achten, dass das nicht zu lange in dem heißen Siebträger ist. Also der Siebträger wirklich immer vorheizen. Der muss so 80, 85 Grad haben. Also Temperatur so, dass ich es
nicht anfassen kann permanent, außer ihr könnt 85 Grad anfassen. Und dann habe ich meine Waage schon vorbereitet neben der Maschine. Ich habe die Brühgruppe einmal gespült, um die Temperatur einerseits anzupassen, das oftmals bei Boilermaschinen, VEMA-Brühgruppen, haben den Hang zum zu heiß sein. Andererseits aber an der Brause bleibt auch immer ein bisschen alter Kaffee kleben, den muss ich einmal reinigen. Jetzt stelle ich die erste Tasse auf die Waage, tariere mir die aus, bereite eigentlich alles vor, damit, wenn ich eingespannt habe, die Extraktion sofort starten kann. Weil da machen schon ein paar Sekunden sensorisch einen großen Unterschied. Wenn ihr den Siebträger eingespannt habt, ist hier unten, ist es bereits feucht und heiß. Das heißt, die Extraktion fängt für den Kaffee schon an, weil er bereits in Kontakt ist mit Wasser. Das so kurz wie nur irgendwie möglich halten. So, 7 Klicks, probieren wir mal aus. Einspannen. Extraktion sofort starten. Die Zeit zeigt es mir jetzt bei der Maschine an, sonst hätte ich es auf der Waage gleichzeitig gestartet. Und ich achte mich jetzt nur auf die Grammzahl auf der Waage. Jetzt seht ihr, 7 Klicks, eher schwierig, da kommt nicht wirklich viel. Wir sehen, nach bereits bald 25 Sekunden ist noch, jetzt kommt langsam ein Tröpfchen. Da kann ich das dann auch abbrechen, weil das wird nicht reichen, irgendwo in 6, 27 Sekunden diese 40 Gramm draußen zu haben. Was mache ich jetzt? Ich weiß, 7 Klicks für den Kaffee mit der Frische, das ist zu fein. Jetzt mache ich einen Klick rüber. Wir hatten jetzt also einen zu feinen Mahlgrad. Das bedeutet mit anderen Worten, der Widerstand in diesem Siebträger, der war einfach zu hoch. Das Wasser konnte nicht schnell genug Wege finden, um da durchzufließen. Es war wie verstopft. Wie wenn ihr, ja zum Beispiel, das Beispiel bringe ich immer mal wieder gerne beim Mehl. Ne? Wenn man da jetzt Eier, Milch hinein, wenn man eine Kuhle macht und man schüttet die da hinein, bleiben da drin liegen, weil das zu fein ist, weil es einfach einen absoluten Widerstand bildet und es nicht entweichen kann. Und wir suchen jetzt eigentlich den Mahlgrad, wo wir kontrolliert das Durchfließen des Wassers ermöglichen. Und du gehst jetzt also einen Punkt gröber, ja. Oder 2? Ja, ein. Weil wir gucken mal, wie groß die Stufen auch sind. Das ist ja eben genau die Thematik, die uns interessiert. Und das ist auch spannend für euch, um eure Mühle dann kennenzulernen. Lernt sie kennen, wie groß eigentlich die Stufen sind. Bei manchen Mühlen sind die Stufen größer, bei anderen sind sie viel feiner. Und dann kann man mit der Zeit auch herausfinden, gehe ich jetzt gerade 3 weiter in den groben Bereich oder 2 weiter in den feinen Bereich. Wenn ihr eure Mühle könnt, dann könnt ihr solche Abstraktionen eben machen. Absolut. Mahlzeit ist erstaunlich schnell. Irgendwie 25 Sekunden oder was? Ich merke schon, dass der Widerstand kleiner wird. Ja. Und dann merkst du, du hast noch ein paar Umdrehungen und dann ist schon. Also je gröber wir gehen, desto schneller geht es, ja. Weil weniger Widerstand, weil wir ja weniger Aufwand betreiben müssen, um diesen feinen Mahlgrad eben zu erreichen. Und 18. 17, es ist jedes Mal entweder 18 oder 17,9. Wahrscheinlich ist so jetzt ein Krümelchen dazu und dann sind es schon 18. Also super. Das ist echt top. Aber das ist halt die Handmühlen-Thematik. Genau. Einmal spülen, wie du gesagt hast. Sauber das Kaffeepulver verteilen, damit man wirklich keine Bruchstellen potenzielle bildet, wo dann eben das Wasser schneller durchfließt. Das ist eben dieses sogenannte von dir angesprochene Channeling. Dazu gibt es ein Video, das haben wir unten verlinkt. Und dann tempst du mit so 10, 12 Kilogramm. Es spielt jetzt nicht so eine große Rolle, wie feste man drückt. Nicht zu schwach und nach oben hin gibt es eigentlich da keine große Thematik. Also hängt euch daran nicht auf an dieser Geschichte. Das ist nicht der Grund, der dann entscheidend dafür sorgt, dass der Espresso langsam oder weniger langsam fließt. Gerade tempen, gerade das Kaffeepulver vorbereiten, darauf wirklich achten und dann geht's los. Das Reinigen der Seitenstücke, was Michel gerade gemacht hat, macht noch insofern Sinn, weil dadurch ermöglicht man oder verhindert man, dass zu sehr die Brühkopfdichtung und die Aufhängung verdreckt und erspart sich dadurch eigentlich ein bisschen mehr Reinigen. So, probieren wir den Achter. Programmiere den mal noch gleich bei der Ascaso. Einfach auf der Taste bleiben. Wie sieht er aus? Ja, läuft ein bisschen langsam. Die ersten Tropfen waren so bei 11.
41. So. 41 ist natürlich schon auf Das der ist- ziemlich langen Seite. Erste Tropfen hast du gesagt nach 10, 11 Sekunden. Wobei ich den jetzt nicht so schlecht finde wie... Das ist jetzt so eine... Fordert euch mal selbst heraus. Manchmal lohnt sich das, wenn man so sehr an der Zeit fixiert ist oder auf die Zeit achtet. Ne? Wir haben jetzt auch gesagt 25 Sekunden so als Zielrange, vielleicht 30. Und dann achtet man drauf und dann läuft er länger und schnell hat man das Gefühl, ja, der muss jetzt mega bitter schmecken. Ist er nicht. Ist jetzt nicht so eine schlechte Er hat eine leichte Astringenz hinten durch. Er ist ein bisschen staubig in der Textur. Er ist Er ein ist bisschen süß. stumpf. Ja, aber er ist auch stumpf. Ja. Also, der hat sicherlich ein paar Sekunden zu viel gesehen, aber ist jetzt nicht eine Katastrophe. Nein, überhaupt nicht. So, nächster Schritt wäre, um ihn noch besser in den Bereich zu bringen, gröber stellen. Ja. Wir waren bei 8, jetzt geht's auf 9. Ja. Gut. Los geht's. Und dann schauen wir mal, was daraus kommt. Und gucken, dass wir präzise die 20 Gramm rauslassen. Doch 20 Gramm. 20 Gramm. 2 mal 20. Spülen der Brühgruppe, sauber machen, wie Michel gesagt hat. Schönes Reinigen des Siebträgers, dass da wirklich keine Rückstände sind. Wir wollen auf gar keinen Fall Kaffee zweimal extrahieren. Das wird richtig bitter und unangenehm und ist wirklich ein total unschöner Fehlgeschmack. Schönes Verteilen. Das hilft ganz gut mit dem Trick, den du da gesagt hast. Super. Ne? Da hast du wirklich schon verhindert, dass da große Luftlöchlein unten drin sind. Du hast eben angesprochen dann die 2 nächsten Schritte, die dann da kommen gleich, nämlich das vertikale Verdichten. Ich persönlich bin vor allem ein Freund vom vertikalen Verdichten. Eure Handkanten, Karateübungen, die sind nicht so meine Geschichte, sondern Ich auch finde nicht. eigentlich viel besser das. Ich Ja. habe bei dem anderen immer wieder Sorge, dass dann eben doch da am Rand irgendwie der Kaffee abspringt. Deswegen rate ich euch das nicht, sondern macht die Geschichte jetzt so, wie Michel das gemacht hat, nach unten, vertikal, dass das nur so sackt, so in sich zusammensackt eigentlich. Nächster Shot. Hast du noch Tässchen? Ja. So, jetzt aber. Und? Ja, der schießt jetzt natürlich ein bisschen schneller durch. Ja. Sind wir bei 17. Eben. Dein Gesicht kann man fast so lesen, wie das von Felix. Der Espresso war deutlich zu sauer. Der lief jetzt eben zu schnell. Also ich fand dann den Achter viel besser. Ja, ja. Der war ein bisschen zu bitter und hatte dieses leicht trockene hinten raus. Und der war jetzt aber eindeutig zu schnell. Also jetzt könnt ihr euch fragen, seid ihr eher Bitterfreunde oder seid ihr eher Sauerfreunde? Dann kann man in diesem Bereich fahren. Also, nämlich mit dem hier mit 9 oder mit dem vorigen, der bitter war, mit 8 Malgrad. Wenn wir jetzt in den Zwischenbereich wollen, ist die Frage, was können wir machen? Also was wäre das Ziel? Und ich würde jetzt auf jeden Fall wieder auf den 8er gehen. Ich würde bei 9 bleiben und 18,5 nehmen. Ja, aber dann hast du ja noch mehr Überextraktion. Du verwendest mehr Kaffee und aus dem mehr Kaffee holst du tendenziell eine höhere Extraktion, weil Ja, du aber mehr Kaffeepulver einsetzt und das pusht die Säure. Aber ich könnte das Getränkeverhalten nicht aus etwas verlängern und vielleicht auf 45 Gramm gehen und so die Extraktionszeit wieder in die Länge ziehen. Ja. Ein bisschen Textur würde ich verlieren, aber vielleicht Balance erzeugen. Das könntest du machen. Aber der Oder ist ich ja gehe jetzt auf schon ein bisschen 8 wässrig. und reduziere die Menge. Genau. Also das Szenario ist jetzt folgendes. Wir hatten ja mit Malgrad 8 eine zu lange Extraktion. Da war die Textur vor allem stumpf, es war so ein bisschen trocken hinten raus. Hatte auch eine gewisse Bitterkeit, wobei das war jetzt nicht so heftig. Und bei Malgrad 9 lief der Kaffee viel zu schnell. 17 Sekunden war der draußen. Wir hatten eine deutlich zu hohe Säure. Jetzt die Frage, was wollen wir? Was wären die Schritte? Welche könnten wir gehen? Ich würde sagen, wir sind beim 41er Shot, also beim Malgrad 8, sensorisch näher am Ergebnis, was wir haben möchten, als der 16er, also bei Malgrad 9. Darum würde ich mit dem arbeiten.
und sagen, wir nehmen Mahlgrad 8, gehen wieder einen Klick zurück und machen ein halbes Gramm bis ein Gramm weniger, erzeugen so natürlich ein bisschen mehr Bitterkeit, ja, aber reduzieren die Extraktionszeit. Und ich glaube, da braucht es nicht viel. Ich glaube, bei der Partikelverteilung dieser Mühle und in Kombination mit dieser Maschine tut es dem Abpass nicht weh, 34 Sekunden zu extrahieren. Das wäre meine These. Ich würde auch diesen Weg gehen, aber ihr merkt schon, das ist ein bisschen die Schwierigkeit bei einer Handmühle, die vielleicht nicht ganz so präzise und fein einstellbar ist wie eine elektrische Mühle. Und da muss man dann Kompromisse finden. Es gibt übrigens einen kleinen Mini-Trick. Vielleicht den kurz angesprochen. Ihr seht das unterhalb, wenn ihr hier die ganz aufschraubt, dass da so kleine Punkte sind. Das sind die Rasterpunkte, in die man einhakt. Man kann jetzt einen feinen Bohrer nehmen und dazwischen noch einen Punkt setzen. Bei 7,5 zum Beispiel oder bei 8,5. Und dadurch die Klickstufen erhöhen. Könnt ihr mal ausprobieren. Oder vielleicht machen wir mal ein Video dazu. Aber wir haben sie jetzt ja noch nicht angebohrt, deswegen müssen wir den Weg gehen, den Michel vorgeschlagen hat. Nämlich, würde ich auch machen, wir nehmen mal Grad 8 und wir reduzieren ein bisschen die Kaffeemenge. Wir haben tendenziell dadurch eine höhere Extraktion, weil des vorhandenen Pulvers, weil weniger vorhanden, also tendenziell ein bisschen mehr Bitterkeit auf der einen Seite. Andererseits wird aber durch die geringere Kaffeemenge ja die Auslaufzeit reduziert, weswegen sich das in der Waage halten könnte. Also würde ich sagen, machen wir mal 8 und 17,5. Eben waren wir nach 11 Sekunden mit dem ersten Tropf. Ja, jetzt haben wir den ersten. Wie schön der kommt. Wann kam der? 8, 9. Okay. Jetzt läuft er schon langsam. Aber gut, wir sind bei 19. Wie viel Gramm in der Tasse? 10. $15 Gramm in der Tasse. Wie ist die Zeit? 30. 34, also 33, 8, 20 Gramm. Also wir sind jetzt von 41 runter auf 17 Gramm. Auf 17, wir sind von 41 jetzt runter auf 34 Sekunden. Ja. Und haben jetzt exakt 20 Gramm in der Tasse genagelt. Ich danke dir. Ich glaube, du hast meinen Löffel verräumt. Kann man machen. Schöne Textur. Leichte Bitterkeit, aber das darf der Kaffee haben. Ich würde ihn so lassen. Ich würde ihn auch so lassen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich euch jetzt gezeigt, wie man in diesem Bereich spielen kann. Wir sind jetzt da runtergegangen um 1 Gramm. Ja, wir haben ein bisschen das Potenzial einer höheren Extraktion der vorhandenen Partikel erhöht, haben aber jetzt dennoch durch die kürzere Extraktionszeit wiederum das ein bisschen aufgefangen. Wir sind von der Zeit her runtergekommen, von 41 auf 34 und haben jetzt die 20 Gramm in der Tasse gehabt. Und insgesamt ist der Kaffee jetzt deutlich balancierter. Er hat das Trockene verloren. Ja. Er hat eine gewisse Bitterkeit, aber Kaffee hat halt Bitterkeit. Also er hat keine überbordende Bitterkeit, sondern eine Bitterkeit, die einfach dazugehört, die jetzt da auch eine Balance reinbringt. Die Textur ist sehr angenehm. Die Säure spielt. Ist ein bisschen weich. Säure steht da als gutes Gegenüber auf der anderen Seite der Tischtennisplattenseite und spielt den Ball im Ping-Pong zurück. Wunderbar. Also. Das ist jetzt super, ne? Das ist echt lecker. So könnt ihr zu Hause eure Handmühle einstellen. Und ihr merkt, ja, ein bisschen schwieriger. Wir können jetzt da nicht fein justieren. Ihr könnt euch nicht fix an der Kaffeemenge orientieren. Ihr könnt eine Ausgangsmenge nehmen. Denkt dran, dass ihr ein bisschen Platz lasst im Siebträger, dass ihr also noch nach oben oder nach unten runter dosieren könnt. Sucht euch den bestmöglichen Mahlgrad. Lasst es dann eben bei der Time and More in diesem Fall 8 sein und justiert dann noch leicht nach, zunächst mal über die Kaffeemenge. Natürlich könnt ihr auch nachjustieren über die Wassermenge, also über das Verhältnis Wasser und Kaffee. Ihr könnt auch da noch das Output-Wasser deutlich erhöhen oder niedriger machen, wenn ihr mehr oder weniger Textur bzw. mehr oder weniger Stärke wollt. Hat natürlich dann wiederum eine Folge auch für die Extraktion und entsprechend auch für den Geschmack. Bevor wir den Abschluss machen, wir müssen eine kleine Korrektur machen, nämlich
Michel zählt anders. Du hast eben angesagt 6 Klicks bei der Kommandante und hast dann gerade selber nochmal nachgespürt, dass du die leisen Klicks nicht richtig mitgezählt hast. Genau, weil ich habe das eben für mich zu Hause, habe ich hier die ersten 3 bis 4, ich glaube es sind 3, und dann fängt es lauter an zu klicken, habe ich eben nicht mitgezählt. Darum bin ich zu Hause bei 6, 7, 8 oder 5, 6, 7, 8, 5 ist dann eher sehr fein, aber eigentlich sind es wahrscheinlich plus die 3, also eher 8, 9, 10, 11, so für Espresso. Also das vielleicht noch an dieser Stelle, falls ihr jetzt hier Espresso gemacht habt, mit der Kommandant durchgefragt hat, wie soll das gehen? Da kommt ja gar nichts raus. Nein, es ist ein bisschen gröber. So viel an dieser Stelle von uns. Wenn ihr noch mehr über das Thema Espresso-Maschinen einstellen erfahren wollt, schaut auch in den Homebarista-Kurs und folgt uns auf unserem Kanal. Und wenn euch das Video geholfen hat, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns ein Like gebt. Ansonsten sagen wir bis nächste Woche, Samstag wieder um 17:30 Uhr hier bei uns. Viele Grüße von den Kaffeemachern. Tschüss und bis bald.